Hallo Leute, tatsächlich mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich muss hier immer wieder auf den Laptop gucken und gucken, ob alles funktioniert. Und zwar gibt es neue Infos zum Pokémon Go Ultra Bonus und da sind einige krasse Pokémon, die wir bekommen. Das Ganze startet am 20. August um 10 Uhr Ortszeit und endet am Dienstag, den 31. August um 20 Uhr Ortszeit, halt wie die letzten Events jetzt auch immer waren. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen neben der Kappe bin oder ich sehe auch komplett blass gerade aus. Ich habe die Corona-Impfung hinter mir. Eigentlich wollte ich das Video so aufnehmen, dass es halt wie sonst auch immer kommt, aber ich habe mir jetzt gedacht, mach das so, das geht dann halt flotter und ich kann die Pokémon dann hier auch richtig zeigen, deswegen läuft auch gerade die Pokémon Schwert nebenbei. Und ihr seht auch schon Flampion und Flampivian, so jetzt haben wir es, Entschuldigung für den Zungenbrecher hier gerade. Und zwar wird Flampion in seiner Gala-Form auch öfter in der Wildnis kommen und dieses Pokémon hier, ja, Moment, bitte draufgehen, Dankeschön, ist der beste Eisangreifer. Ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass ihr dieses Pokémon häufig bekommt, hochzieht, von euch, wenn es halt geht, eine Armee davon macht, ist halt mit Eiszahn und Lawine der beste Eisangreifer, abgesehen jetzt von Mega-Entwicklungen. So, und zwar bekommen wir auch noch Pokémon wie Raffel und Wolli in der Wildnis. Sie haben mein Pokédex direkt von Pokémon Schwert und Schild, da können wir nämlich hier direkt alle mal anklicken. Da werde ich auch dazu was sagen, ob ihr die gebrauchen könnt oder nicht. Wenn es möglich ist, zeige ich euch auch die Shiny-Form. So, wir fangen mit dem Pokémon Wolli an. Wolli ist ein Pokémon vom Typ Normal. So, hier sehen wir die Shiny-Form, ist dann halt das schwarze Schaf. Jetzt zur Weiterentwicklung, das ist Zwolok, auch Typ Normal. Würde ich jetzt nicht hochziehen, ist halt nicht wirklich stark. So, jetzt Raffel müsste weiter oben sein. Hier haben wir Raffel, habe ich glaube ich keine Shiny-Form, ne, habe ich nicht. Auch vom Typ Normal und Schlaraffel, lustig. Ist auch vom Typ Normal, auch eher defensiv ausgebildet. Lohnt sich das hochzuziehen? Nein, wenn ihr Relaxo habt, setzt ihr halt eh sowas in die Arenen. Und dann gibt es noch ein neues Pokémon, das muss ich gerade suchen. Ich weiß nämlich gerade die Nummer nicht im Kopf. Ansonsten machen wir hier einen Cut und ich blende es dann ganz kurz ein. So, wo haben wir denn den Rabauken? Ich muss halt auf Bilder gehen. Wird gleich noch richtig lustig, Leute. Wir bekommen nämlich auch neue Raid-Bosse. Die sind verdammt krass. Ich denke, ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist halt das Pokémon Legios. Legios ist vom Typ Kampf. Wir können ja nebenbei suchen. Dann rede ich einfach weiter. Sorry, dass das Ganze jetzt so abläuft. Ist halt nicht gerade krass. Ohne Fähigkeit und ohne seine Attacken halt aus den Hauptgames wird das Pokémon in Pokémon Go jetzt nicht so besonders sein. Doch wir gehen auf die neuen legendären Raid-Bosse über. Und da könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, welches von diesen beiden Pokémon ihr besser findet. Seid ihr eher Team Session oder Team Samazenta? Ganz klar, ich bin bei Team Session. Und zwar bekommen wir diese Form, heldenhafter Krieger, in die Raids, ist halt vom Typ Fee, da spielt ihr halt Pokémon vom Typ Gift oder Stahl gegen, Metacross oder irgendwas mit Gift. Das Coole an diesem Pokémon ist, es bekommt eine extra Form, bekommt dann anstatt, also mit dem Feentypen nochmal einen Stahltypen dazu. Das Pokémon hat einen ultra harten Angriffswert und das ist auf jeden Fall definitiv je nach Moveset, also das liegt an Niantic, was sie für ein Moveset rausbringen. Der beste Feen- oder Stahlangreifer. Safe. Einfach nur safe. Das Ding ist einfach nur ultra krass. Metacross hat nicht so hohe Angriffswerte, aber Metacross hat halt den Sternenhieb, wird halt vom DPS dann besser sein. Es liegt halt am Moveset, was sie halt für ein Moveset rausbringen. Auf jeden Fall das hier beste Feenangreifer, das hier eventuell dann bester Stahlangreifer. Jetzt kommen wir zu Samazenta. Das Pokémon ist vom Typ Kampf und in seiner, also den heldenhaften Krieger bekommen wir halt als Raid-Boss. Die andere Form, König des Schildes, ist halt eher defensiv aufgebaut. Ihr könnt legendäre Pokémon leider nicht in die Arenen reinsetzen, aber eventuell könnte man dieses Pokémon gegen Rockets und im PvP nutzen. Es liegt halt immer dran, was für ein Moveset wir da drauf bekommen, Leute. Liegt halt immer daran. Was halt noch so alles neu ist, ich habe mir ein paar Stichpunkte jetzt noch aufgemacht. Also wir bekommen die Pokémon hier aus den 7 Kilometer Eiern. Das ist Gala-Ponita, Gala-Mauzi, Gala-Fleckmon, Gala-Porenta, Gala-Zickzacks, Gala-Flunschling und ich habe Gala-Flampion vergessen. Wir bekommen aber auch neue Shinies von den Pokémon und das ist dann halt Mauzi, Porenta, Smogmog und Flunschling. Tatsächlich muss ich sagen, das Event ist mega geil. Wir bekommen aber noch was Neues dazu. Ich gucke jetzt ganz kurz, dass wir es irgendwie ganz flott hinbekommen, ohne dass viel Zeit vergeht, denn wir bekommen geile Klamotten tatsächlich im Spiel. Das muss ich jetzt mal so sagen. Also es sind wirklich geile Klamotten mit dabei. Geht das bitte flott? Also kann ich jetzt direkt hier eine Boutique finden, damit wir die Klamotten gerade zeigen können. Da bekommen wir Arenaleiter Klamotten aus Pokémon Schwert und Schild, Leute, die sich damit nicht auskennen. Denen zeigen wir das jetzt hier und zwar ist hier auch direkt die Boutique. So, wir gehen direkt in die Umkleide, dann kann ich die nämlich auch direkt hier zeigen. Die werden halt safe so aussehen, dann auch in Pokémon Go. Da muss ich jetzt ganz kurz gucken. Wir bekommen nämlich Drache und Unlicht, wie ich jetzt gelesen habe. So, Sportoberteil. Natürlich können wir das jetzt nicht sehen, weil ich die Jacke hier im Weg anhabe. Kann ich die ausziehen? Funktioniert, dass ich die Jacke ablegen kann. Ja, perfekt. So, da haben wir das dann nämlich.
Lass mich mal hier suchen. So, Typ Drache. Ihr müsst auf das Oberteil jetzt achten. Die bekommen wir dann halt ins Spiel. Sagen, ich bin aber eher Typ Unlicht. Auch Hosen und so werden dann wohl auch dabei sein. Auf jeden Fall, Leute, sorry, dass das Video jetzt so ist. Schreibt mir in die Kommentare, Team Session oder Summer Center. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da wählt. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, mir geht's morgen. Das Video kommt nämlich heute noch. Geht's dann besser für die legendäre Raid-Stunde. Haut rein und wir sehen uns spätestens beim Stream wieder.